Ich erinnere mich an einen Abend im Restaurant in Bonn. Eine neue Mitarbeiterin aus Brasilien. Erster richtiger Service, voller Raum. Und ein Gast ruft: Entschuldigung, können Sie mir eine Gabel bringen? Sie kennen das Wort. Sie kennen das Ding. Aber dann kommt der Moment und sie fragt sich: Ist das der Gabel? Das Gabel? Sie zögert. 2 Sekunden später, 3. Der Gast merkt nichts, aber sie merkt alles. Und dieser Moment hat sie den ganzen Abend beschäftigt. Ich kenne das, ich höre das in jedem Training. Das fehlende Wort, der fehlende Artikel ist kein Problem. Aber die Unsicherheit schon. Die Unsicherheit ist im Service sichtbar. Man sieht sie, die Stimme, die Körpersprache, das Zögern. Aber keine Sorge, heute trainieren wir das raus. In diesem Video lernst du das Besteck und Küchenutensilien mit den richtigen Artikeln und echten Sätzen, so wie du sie morgen im Service brauchst. Also, los geht's! Ich höre das wirklich oft. Ich sage einfach das Wort und der Gast versteht mich trotzdem. Ja, das stimmt. Der Gast versteht dich. Aber du klingst unsicher. Und die Unsicherheit ist keine Kleinigkeit im Service. Sie ist eine Information. Der Gast hört jemand, der nicht zu Hause ist. Das ist kein Angriff. Das ist die Realität. Im Deutschen gehört der Artikel zum Wort. Du lernst nicht Gabel. Du lernst die Gabel. Nicht Messer, sondern das Messer. Nicht Löffel, sondern der Löffel. Wenn du den Artikel von Anfang an lernst, fragst du dich später nicht mehr. Viele sagen an dieser Stelle: Ich mag keine Grammatik. Das ist Automatisierung. Und Automatisierung gibt dir Sicherheit. Genau dann, wenn du sie brauchst. Mitten im Service. Also fangen wir mit dem Besteck an. Das, was auf dem Tisch liegt. Das Messer. Das Messer. Noch einmal, aber du sagst mit. Das Messer. Im Service klingt es so. Das Messer liegt rechts vom Teller. Kannst du bitte das Messer bringen? Das Messer muss poliert werden. Die Gabel. Die Gabel. Mitgesprochen? Die Gabel. Und in der Realität, die Gabel liegt links. Ich lege die Gabel noch einmal neu. Es fehlt eine Gabel. Der Löffel. Einmal wiederholen. Der Löffel. Der Löffel fehlt. Kannst du bitte den Löffel polieren? Hier ist der Löffel für die Suppe. Merkst du das? 3 Wörter, 3 verschiedene Artikel. Das Messer, Neutrum. Die Gabel, feminin. Der Löffel, maskulin. Und das ist kein Zufall. Das ist Deutsch. Und genau deshalb, diese 3 lernst du nicht einzeln. Du lernst sie als einen Block. So, jetzt kommt der Rest des Tisches. Der Teller. Der Teller. Der Teller ist heiß, bitte aufpassen. Nimm den Teller vorsichtig. Der Teller gehört auf den Wärmeschrank. Das Glas. Das Glas. Und im Einsatz, das Glas ist für Weißwein.
Bitte poliere das Glas. Das Glas fehlt noch. Die Serviette. Die Serviette. Im Service? Die Serviette liegt auf dem Teller. Kannst du bitte eine Serviette bringen? Die Serviette muss noch gefaltet werden. Die Tasse. Die Tasse. Oder der Becher. Der Becher. 2 verschiedene Wörter und sie werden sehr oft verwechselt. Die Tasse für Kaffee, für Tee, für Espresso, also aus Porzellan, mit Henkel und Formel. Becher normalerweise aus Plastik, Takeaway oder Kantine. Im 4-Sterne-Hotel oder Restaurant gibt es normalerweise nur die Tasse. Im Personalraum gibt es den Becher. So, jetzt, wie lernst du die Artikel wirklich? Jetzt kommt der Teil, den ich in jedem Training erkläre. Wortlisten. Wortlisten funktionieren nicht. Du erinnerst dich vielleicht eine Woche, dann ist es weg. Und was funktioniert? Immer mit Satz lernen. Also nicht Gabel, die, sondern die Gabel liegt links. Der Satz gibt dir Kontext und Kontext gibt dir die Erinnerung. Mit dem Bild verknüpfen. Wenn du die Gabel sagst, sieh wirklich Gabel vor dir, auf dem Tisch, links vom Teller. Das klingt simpel, aber es verankert das Wort anders als eine Liste. In Themenblöcken lernen. Lern nicht 20 zufällige Wörter, lern einen Tisch. Mit den Händen zeigen, als würdest du einen Tisch decken. Besteck, Gläser, Geschirr, Reinigung. Dein Gehirn speichert besser, wenn es einen Zusammenhang gibt. Und noch etwas Wichtiges, das sage ich auch in jedem Training, warte nicht auf perfekte Grammatik. Fang an zu benutzen, was du weißt. Korrekt, sicher, auch wenn es nur 3 Sätze sind. Das Messer liegt rechts, die Gabel liegt links, der Löffel fehlt. Das reicht wirklich für den Anfang und du klingst professionell. So, jetzt fangen wir an zu sprechen. Wie im echten Service. Ich zeige dir 3 Situationen, also hör zu und sprich dann nach. Kannst du bitte die Gabel auf den Tisch legen? Ja, natürlich. Wo liegt das Tuch für die Gläser? Da drüben, neben dem Messerblock. Entschuldigung, mir fehlt noch ein Löffel. Natürlich, ich bringe Ihnen sofort einen. Achte auf einen Löffel, also nicht ein Löffel. Der Artikel verändert sich mit dem Fall. Das habe ich dir schon im Video über Akkusativ gezeigt. Ich verlinke das einfach in der Beschreibung. Entschuldigung, das Messer hier ist nicht sauber. Ach, das tut mir leid. Ich tausche es sofort aus. Das ist professionelles Deutsch. Kurz, höflich und keine Erklärungen, kein Herumdrucksen. Das löst das Problem und das reicht. Jetzt wird spannend. Ich sage ein Wort, du sollst den Artikel sagen. Also teste dich. Nicht nachdenken, sondern sofort antworten. Das ist der Punkt. Gabel. Die Gabel. Messer. Das Messer. Löffel. Der Löffel. Serviette. Die Serviette.
Teller. Der Teller. Wenn du 4 oder 5 sofort hattest, dann hast du es auch. Nicht im Schlaf, aber im Kopf. Wenn du 2-mal nachgedacht hast, schreib die 3 noch je 3-mal auf und morgen probier es nochmal. Besteck ist das Fundament. Nicht, weil Gabel und Messer kompliziert sind, sondern weil du sie jeden Tag benutzt. Und was du täglich benutzt, muss auch sitzen, ohne nachzudenken. Im Hotel gibt es Dutzende solche Themen. Check-in, Zimmerwechsel, Frühstücksservice, Reklamation, VIP-Betreuung. Wenn du für jeden dieser Bereiche weißt, was du sagen kannst, klingst du professionell. Nicht wegen perfekter Grammatik, sondern wegen der Sicherheit. Und genau dafür habe ich Hotel Deutsch Pro entwickelt. Es ist berufsspezifisch, praxisnah und mit echten Situationen aus dem Hotelalltag. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Und wenn du heute etwas mitgenommen hast, schreib mir in die Kommentare. Schreib die Gabel, das Messer, der Löffel, damit du das einmal getippt hast. Das hilft dir mehr, als du denkst. Bis zum nächsten Training. Tschüss!